1977. Nein. Oh, das geht nicht mehr. Oh, leck am Arsch. Zack. Yes! Offen geil. Eines von meinen Motto ist, wenn es mit Gewalt nicht geht, dann musst du mehr Gewalt nehmen. Und das ist natürlich nicht immer optimal. He? Honda Camino. Viele von euch werden es kennen. Ja, Honda. Das ist im Lizenzbau in Belgien ist das entstanden, das Gefährt. Hat sie verschiedene Ausführungen gegeben und tatsächlich auch für die Schweiz mit den 30 km/h. Ich meine, es hat noch ein bisschen schnellere gegeben. Ich glaube, in Belgien selber sind die 40, 45 gelaufen. Dort mich korrigieren. Ich bin nicht so versiert mit diesen Honda Caminos. Aber irgendwie habe ich gefunden, das gehört einfach auch dazu. Oder? Und Sachs und Puch haben wir ja wirklich mehr als genug. Und jetzt, was mich ein bisschen fasziniert hat natürlich an dem Gerät, ist der Variomat. Also über die Optik kann man sich natürlich streiten. Die einen finden es schön, die anderen ein bisschen weniger. Aber was natürlich die Motorentechnik angeht, habe ich das Gefühl, ist da einiges rauszuholen. Das heisst, das Projekt, das wird ein Neuaufbau, alles was mechanisch ist. Also Bremsen werden gemacht, der Motor und die ganze Geschichte hin im Getriebe. Und zwar so, dass wir so ein Beschleunigungsrennen machen mit dem. Irgend sowas. Also er soll einfach Leistung haben. Da ist es völlig egal. Mein Auspuff, das ist schon mal so ein Thema. Ich schaue mal, was ich alles überkomme, wo quasi so ein bisschen Stecktuning, das heisst einen Zylinder kaufen, ohne bearbeiten, montieren, ein Variomat suchen. Ich hoffe, da gibt es irgendetwas. Einfach möglichst ein Stecktuning machen und so viel Leistung wie nur irgendwie geht, aus dem Stecktuning zu holen. Was machen wir? Wir müssen Teile haben. Und wenn wir Teile haben, dann müssen wir zuerst mal wissen, was brauchen wir überhaupt, wie sieht das aus. Also den Hobel komplett zerlegen und also mechanisch natürlich Motor raus und vielleicht das Hinterrad mal schauen. Aber sicher mal Motor raus und den Motor zerlegen, um mal zu schauen, wie sieht das aus, was ist das für Kurwelle und so weiter. Kommt man da noch irgendetwas über für das Gefährt? Und dann würde ich sagen, dann schraube ich einmal los. Also ich habe noch nie einen Honda Camino in der Hand gehabt, natürlich, aber ich sage immer, das sind auch noch Schrauben und Mutter. Der Zylinder ist schon weg, wie ihr seht. Also irgendwie ist da schon mal etwas gegangen. Es ist leider auch all die Plastikteile, die sind leider alle ein bisschen kaputt. Ich hoffe, da komme ich noch irgendwie ein bisschen etwas über. Pedalachs fehlt. Also da ist einiges, was da muss neu bestellt werden. Ich bin richtig gespannt, was man da alles überkommt. Absolutes Neuland. Meinst du musst das in Belgien bestellen? Genau, Belgien sehe ich die grösste Chance. Also ich weiss so ein bisschen, von den hiesigen Anbietern. Wohl haben sie etwas Zylinder, habe ich schon gelesen, Honda Camino. Ich bin jetzt gespannt, ob das alles die gleichen Typen sind vielleicht, oder vielleicht hat es auch verschiedene gegeben. Ah, dann muss das zuerst noch weg. Das ist ja meistens so, wenn bei einem Töffel etwas nicht gut ist oder nicht verhebt, dann sind bei allen Töffeln meistens die gleichen Teile kaputt. Das sind dann genau die raren Teile, die dann ein Vermögen kosten und nur so halb in Ordnung sind, oder? Also ich hoffe schwer, dass man da ein bisschen neues Zeug bekommt. Also von der Technik her, sagen wir mal vom Aufbau, erinnert mich das natürlich sehr an Ciao. Wir haben da, so wie es aussieht, nur ein Kurbelgehäuse mit dem kleinen Vergaser. Oh, das gibt jetzt, das sehe ich jetzt schon, das gibt Ärger da, einen rechten Vergaser unterbringen, das wird ganz übel. Und hinten im Rad haben wir das Getriebe mit dem Variomat. Das ist ein Ciao-Style, kennen wir von dort. Aber natürlich ist die ganze Schwinge gefedert. Das heisst, wir haben wieder wie bei den neuen Ponys, haben wir auch da ist eine Hauptachse. Die ist am Hauptrohrrahmen. Und das ganze Hinterteil ist auch wieder nur an dieser Schraube aufgehängt. Okay, und da hängt natürlich auch der Motor. Das heisst, wenn ich das löse, dann kommt die ganze Hinterachse mit. Das wird spannend. Oh ja.
Das gibt es ja viel, auch bei den alten, bei den Vorkriegstöffen ist das auch viel der Fall gewesen, dass der Motor ein Bestandteil vom Rahmen ist, oder? Also das heisst, der Rahmen kommt vom Tank oben runter, geht am Motor, dann ist das Motorengehäuse ein Teil vom Rahmen und dann geht es weiter hinten zum Sattel dort in die Richtung rauf. Und das ist jetzt da auch so. Also ich löse jetzt einfach mal all die Schrauben von der Hinterachse, vom hinteren Teil. Und dann mache ich glaube noch schnell ein Foto, weil sonst bringe ich das nämlich nachher nie mit. Oh, jetzt hat es da rein noch. Ist gut. Ja, ich sehe also jetzt schon, es ist alles verdammt eng. Aber es ist geil, den Tank kann man abschrauben. Das heisst, Zili. Tankversiegelung. Ja, gut, das spielt ja. Fotos mache ich ja gut und recht, aber meistens macht man ja immer die falschen Fotos. Gut, das ist ja, so viel hat es jetzt ja auch nicht dran, dem Ding. So, die ist los, die ist los. Dann lösen wir mal noch die da oben. Was ist das? 17. Kriegel, kannst du schnell anheben da? Oh. Schon wieder. Ich gehe allein. Jetzt müssen wir schon schauen, theoretisch müsste der jetzt eigentlich schon rauskommen. Das müssen wir gleich noch wegnehmen. Da. So, ja, da klappt der ganze hohe Stuhl zusammen. So, mal gespannt, was jetzt passiert. Kann ich den irgendwo unterlegen, also auf dem Ständer hebt er noch. Da hinten hebt er auch noch. Also eigentlich sollte jetzt viel passieren. Hat er da noch ein Büchse drin? Eigentlich nicht. He? Ja, man sieht es glaube ich schon. Aha, ja, da haben wir ihn ja. So geil. Oh Mann, ey. Jetzt hängt natürlich noch der Gaskabel und dem ganzen Seich. Ich glaube, da brauche ich mal einen Seitenschneider. Das sieht äußerst brutal aus. Ja, und vor allem... Also ein ganzes Stück rausreißt irgendwie. Kann ich jetzt da... Nein, ich kann das nicht einmal mit provisorisch zusammenschrauben. Das ist noch übel. Ich mache es hier mit Kabelbinder, mache ich das zusammen, dann kann man das wenigstens noch rollen. So. Oh ja, das ist aber auch alles schon richtig sprödes Zeugs. He? Irgendetwas 70er Jahre, würde ich sagen, Ende 70er. 1977. Nee. Nein, da haben sie 7 auf den Fall. Auf die hey, nein. Aber das haben wir gerade auf Video. Das ist doch ein 7, aber auf dem Kopf gestempelt. Da haben sich 7 verkehrt eingeschlagen. Das war der Stief am Montagmorgen. Jetzt machen wir da mal ein paar Kabelbinder an, dass das nicht auseinandergeht. Oh, der ist ja geil, verkehrt eingeschlagen. Also ich will das gerade festhalten auf Video. Da haben wir nicht irgendetwas gedrückt oder irgendetwas selber eingeschlagen, sondern das sind tatsächlich die Jungs von dieser Herstellerbude. He? Profis. Profis. Wahrscheinlich hat es auch bis heute gedauert, dass es jemand entdeckt überhaupt. Ja, sicher. Und der Stift von damals freut sich eigentlich schon die ganze Zeit, bis es endlich jemand. Das hat doch nie jemand gesehen, oder? Nein. Aber den nehmen wir mal noch weg, den Vergaser. Aber da sehe ich jetzt schon, der hat absolut keinen Platz. Das wird richtig übel, um da einen ordentlichen Vergaser drauf zu bringen, befürchte ich. Was ist das? Das ist so ein Miniatur, so ein Zehner oder etwas. Da steht sicher etwas drauf. Ah, das ist wie beim Delorto. Ist es ein Delorto? Was ist das für ein Vergaser? Hey? Oh. Kaihin. Ja, logisch, Honda. Japan. Kaihin, Japan. Ist mir jetzt auch unbekannt, aber der hat hinten dran, würde ich sagen, 10 und da vorne, das ist aber noch recht gross, 14, irgend sowas. Leck du mir, gibt es das auch alles noch, das Zeug? Hey? Musst du in Japan schauen. Ah, schau jetzt aber, geil.
Membran einlasse, direkt ins Gehäuse. Das ist auch schon mal geil. Den nehme ich auch gerade weg. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Direkt Einlass ins Gehäuse. Weil das Zeug ist natürlich immer relativ einfach zum Tunen. Oder ich sage mal so, relativ einfach. Es hat einfach eine Szene gegeben dafür. Also erinnert mich jetzt wirklich sehr vieles an die Schau da. Das ist ja herzig. Das ist ein ganz herziger Einlass da. He? Ich sehe die Jungs schon mit den Bohrer. Zack, durch. Ja, das ist genau so ein Teil. Sehr spannend, einmal in so Motoren hineinzuschauen. Gut, da kann ja nichts mehr kaputt gehen eigentlich. He? Hoppla. Hat der Plan nicht funktioniert. Macht nichts. Das ist aber gut angezogen. Jetzt ist es gegangen. Aufgemuchelt. Ah, schau jetzt, das hat nicht einmal einen Konus. Ich habe gedacht, das hat keinen Abzieher, kein Gewinde. Aber der ist auch nicht... Ah! Glatte Sache. So geil. Das ist einfach nur mit diesen 3 Bölzchen da. Ist das zentriert? Ja, verreckst. Aha, aber der da, den muss ich abziehen. Kommt jetzt der einfach so? Oh, der ist wahrscheinlich auf einem Konus. Oh! Ich ahne Böses. Also diesen Trick den müsst ihr natürlich nicht anschauen. Ihr seht, der Kolben ist ja schon kaputt, aber spielt in dem Fall auch keine Rolle. Weil da kommt ja eh alles neu. Oh! Da ist er! Hat aber gut gehabt. Also wieder etwas gelernt, dann ist das ist der Nocken. Das ist quasi der Zündnocken, der hier auf den Unterbrecher geht. Und der ist auf einem Konus auf der Kurbelwelle. Aber irgendwie ist das noch schlau, weil das Schwungrad musst du eher mal wegnehmen als der da. Das finde ich jetzt gar nicht so die dümmste Idee, muss ich ehrlich sagen. Aha, und dann sind die ja noch ungleichmäßig. Ja, so geil. Die passen nur auf eine Stelle. Dann nehmen wir da gerade die ganze Zündung raus. Was sind das? Ach, das ist auch wieder lustig gemacht. He? Ja, das ist schon noch spannend, wenn man in so ein Motor einschauen kann. Das heißt, du hast noch nie einen Honda Motor auseinandergenommen? Ganz und gar nicht. Absolute Premiere. Dann sieht man plötzlich wieder mal ganz verschiedene Stile von Aufbauweisen. Bis jetzt macht das einen recht guten Eindruck. Ich hoffe jetzt auf eine sehr gute Lagerung, Kurbelwelle. Hoffe ich jetzt schwer. Das ist immer so eine Sache, zum Beispiel Sachs 504 oder so zum Beispiel. Dort wäre zwar auch der Motor zum Zerlegen wäre mega gut, aber drinnen die haben all die Kugellager wegrationiert. Das heisst, anstatt Kugellager nur noch Gleitlager gemacht. Und das ist halt dann einmal extrem schade. Und für Tuning natürlich nicht akzeptabel. He? Das ist natürlich so eine Sache. Ich habe keine Ahnung, ob man jetzt die Zündung hier neu bekommt. Die sieht ziemlich speziell aus. Gut, aber die Stecker... Nein, ich will es eigentlich dran lassen. Weißt du, wie der Motor heißt? Ja, da. PA50 MEB. Da hat man wahnsinnig viel. Und dann die andere Seite noch. Was haben wir denn da noch? Das sind schon die Motorschrauben. Oh. Wow! So, jetzt schauen wir mal da hinten noch. Jetzt müssen wir den mal umdrehen. Lieblingshämmerli. Das wird jetzt lustig. He? Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Spezialzange, um hier anzuheben. Aha, nein, die Mutter. Da musst du gar nicht anheben, die hebt ja gar nicht. Ich habe jetzt gar keinen 36er Schlüssel am Start, aber die war absolut nicht angezogen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich bin nicht sicher, ob das so muss sein muss. Dann ich lege sie immer gerne so an, wie es war. Gut, aber das ist ein absoluter Standard. Ah nein, das ist noch lustig da drin. Der hat noch da so Rückhülfhohlfederli.
Geil. Wie überall gehen die Gewichte hier raus. Das passiert eigentlich, wenn er schnell dreht. Und durch diese Bewegung drückt es da sieht man, die haben auch so eine Wölbung. Und durch diese Bewegung kommen diese Gewichte raus. Und da passiert eigentlich Folgendes. Der ganze Teil bewegt sich so. Das heisst, da läuft ja der Riemen. Das ist die Grundstellung. Vorne klein, das heisst Power. Das ist eben das Geile am Vario. Und hinten ist er gross. Und dann wechselt das. Es drückt die Gewichte führen. Es drückt den ganzen Teil zusammen. Und dann seht ihr, am Schluss läuft der Riemen da oben. Das heisst, vorne haben wir gross und hinten wird er klein. Also am Anfang, wenn wir wollen, vorne klein, haben wir klein, eine ganz kurze Übersetzung. Und nachher auf Geschwindigkeit haben wir eine ganz lange Übersetzung. Oder? Das ist eigentlich der Vorteil von dieser ganzen Variomag-Geschichte. Darum bin ich auch so Fan vom Honda Camino geworden. Jetzt schon. Ja, bevor ich gekauft habe, dachte ich, nein, was ist das? Was ist das? Aber dann habe ich nachgeschaut, so Variomat, 70er Jahre. Ach komm, das müssen wir einfach einmal gesehen haben. Eben auch nicht. Also das Zeug ist nicht wahnsinnig fest angezogen, das ist schon mal gut zu wissen. So, da hinten sehen wir die Starterkupplung. Ist auch wieder ganz lustig aufgebaut. Die Startergeschichte da. Das ist halt immer, wenn man es natürlich das erste Mal macht, keine Ahnung hat, aber wahrscheinlich hat das da irgendwie eine gefräste Fläche, weil der Teil da, der muss ja mit der Kurbelwelle fix sein und nachher durchs Antrampen gehen dann eigentlich die Bäckchen raus und da innen haben wir nachher die Fliehkraftkupplung. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Jetzt schaue ich mal, ob ich den easy wegbringe. Wahrscheinlich ist es einfach verhockt. Also ich hoffe, dass es einfach noch ein bisschen verhockt ist. Aber ich gehe jetzt da natürlich nicht ziehen wie ein Waldverlaufen. Dass es einen Konus hat, kann sein, aber glaube ich jetzt gerade noch nicht. Ich mache es anders. Es fällt mir noch gerade nichts schlau sein. Darum nehme ich jetzt einmal die Schrauben raus und mache mal das Gehäuse auf. Aber so wie es aussieht, offen war er sicher noch nie, weil die Schrauben, die sind noch wie neu. Weißt du, was das Ding jetzt vorher gemacht hat, also in den letzten 45 Jahren? Boah, keine Ahnung. Weißt nichts über die Geschichte? Null Plan von der Geschichte von dem Gefährt. Wo kommt es denn her? Das hat mir ein Kollege gebracht. Aus? Aus was? Also schon aus der Schweiz oder kommt es Ja, tatsächlich aus der Belgien Schweiz, ja. oder so? Irgendwie vom Flohmarkt oder so. Ich muss natürlich alle Schrauben lösen. Das hilft einmal. Da hat es noch eine. Schau da, versteckt. Oh! Dann haben wir einspannen. Wenn man die Schrauben natürlich, wenn die einmal durchdreht, dann hast du voll verloren. Aber so richtig verloren. Ich denke, 4 Schrauben ist ein bisschen wenig. So, da sind wir noch eine. Oh nein! Eben genau das hat es dann noch mehr. Natürlich nicht. Das ist immer die letzte. Immer. Immer die letzte, die Zickereien macht. He? Ja, Scheisse. Probiert das mal anzuziehen. Jetzt mal ein bisschen. Oh, das geht nicht mehr. Oh, leck am Arsch. So, und für etwas haben wir ja Linksstrahlbohrer. Aber ist natürlich gleich nicht schön. Gut, schon mal Ja, entspannt. Stahlwille richtet es. Kannst du dass unten das Zeug abbricht dann. Zack! Yes, es hat riesige Kugellager. Affengeil. Richtig schön grosse Kugellager. Das sieht richtig geil massiv aus. So ist wirklich eine simple Sache. Oh, die Kurbelwelle, du. Mal schauen. Und sonst, ich nehme mal mit dem 10er Kolbenbolzen. Unten hat es aber eine schöne Grösse. Im äußersten Notfall könnte man die Kurbelwelle noch mal nehmen. Jetzt sehe ich da gerade noch mal etwas Spannendes.
Aha, die Kugellager sind auch geschmiert von oben. Und jetzt da, das ist ja rechtsdrehend, oder? Meine ich. Ja. Das ist manchmal noch ein bisschen tricky, um die Simmering zu finden. Was haben wir da? 15, 25,57. 25,5, könnte noch sein. Könnte noch sein, dass das gibt. Viele Teile hat es nicht. Also es ist ein Kurbelgehäuse. Ich hoffe, man findet eine Kurbelwelle. Wenn nicht, tun wir die im dümmsten Fall neu lagern, weil 10 mm Kolbenbolzen. Oh, ich muss den mal rausnehmen. Das sieht richtig übel aus dort. Ich glaube, das ist mal ein bisschen warm geworden. Aber nur, das ist immer so. Die Kolbenbolzensicherung teilweise. Ist das ein Vollscherz? Jetzt mal schauen, ob der einfach so rauskommt. Ja. Okay, also das ist sowieso Müll. Aber ich meine, wenn ihr so etwas seht, das ist jetzt eine hure glatt. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Vielleicht ist das vom Härten. Weil, wenn ich da die Breite anschaue, mal, es ist genau auf der Kügel, nein, der ist heiß geworden wie die Sau. Weil genau da, wo die Wälzchen sind, genau dort, das ist genau die Breite, wo es quasi ausgeliffen ist oder nicht mehr blau ist. Aber der hat mal richtig heiß gehabt. Ich meine, wenn man richtig Leistung will, das Zähnebölzli, kann man machen. Ich hoffe aber, es gibt etwas anderes. Jetzt aber nichtsdestotrotz irgendwie muss ich das auch noch weg. Da. Ich sehe jetzt leider da gar nichts. Dieses Schneckengetriebe, da ist in dem Fall kein Getriebe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in den 70er Jahren immer noch gemacht haben. Aber das ist tatsächlich so. Da hinten hat es eine Freistellung quasi hinter dem Lager, oder? Die sehen ihr, es hat eine Freistellung, bis der Simmering kommt. Dort ist einfach ein Leerraum. Da sitzt das Lager, das ist die Lagerstelle, oder? Und da die Schneckenverzahnung ist hinten dran. Und in dem Fall ist das keine Schneckenverzahnung, sondern früher haben die Flüssfett drin, also sehr, sehr zähes Öl, jetzt ganz böse gesagt. Öl ist dünnflüssig, Fett ist zähflüssig und das Flüssfett ist so etwas zwischendrin. Das Loch, das da oben ist, da sehen wir das Loch, das ist quasi eine Schmierbohrung. Das Lager ist ja zu aussen. Dort hat es keine Bohrung natürlich. Sonst geht es nicht, das Kügel läuft ja drin. Jetzt geht das von dem Loch da, geht das hintere in diesen Bereich und natürlich durch, das ist ja dann da rechtsdrehend, und das schaufelt das Gemisch Richtung Lager. Das ist geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir 77 noch so Zeug machen, aber ja. Jetzt bin ich aber gar nicht sicher, ob man so eine Kuhwelle bekommt. Darum muss ich jetzt ein bisschen höfeli, ich muss das jetzt nochmal genau anschauen. Da sehe ich natürlich absolut gar nichts. Wenn das da drauf einen Konus hat, dann habe ich richtig verloren. Ich hoffe jetzt, dass das nicht der Fall ist. Ich tue jetzt da mal ganz fein ein bisschen pöldern. Und mal schauen, was passiert. Es ist jetzt schade, dass der Kriegel nicht da ist. Der ist aber noch ein bisschen feinfühlig in diesen Sachen. Ich hole halt relativ schnell den Grosshammer. Weil eines von meinen Motto ist, wenn es mit Gewalt nicht geht, dann musst du mehr Gewalt nehmen. Und das ist natürlich nicht immer optimal. He? Aha, jetzt ist einfach das Lager rausgekommen. Das hilft aber nichts. He? Aber ich bin ziemlich sicher, das da ist das Rechtsgewind. Ist das Rechtsgewind. Wahrscheinlich hat man da einen Abzieher, also hat es da ein Dings drauf, ein Konus. Also. Mehr Gewalt. Nein, wir tun das wieder. Ah ja, jetzt ist natürlich klar. Oder ich schaue zuerst, ob ich Kurbelwelle bekomme, bevor ich dann wirklich würge, oder? So. Weil da, das wäre jetzt ein riesen Zufall. Ist es ist ein Rechtsgewind. Mehrgewalt 24, das ist schon mal gut. Ja, im dümmsten Fall muss ich das Ding selber machen. Es fällt mir jetzt gerade nichts Schlaues ein, um da. Ja, 24 mal 1,5. Wenn ich jetzt da etwas unterlege, dann verbeuge ich einfach den ganzen Seich, oder? Also ich muss da eine Hülse haben mit dem M24 und da drauf verschrauben, und ich das abziehen kann. Das ist jetzt noch blöd. Aber vielleicht kann man das sogar kaufen. Das heisst, ich schaue jetzt sicher mal zuerst, bevor ich da würge, gibt es eine Kurbelwelle, was gibt es alles für Teile.
Dann wären wir da in dem Fall beim Finish angelangt, weil das geht jetzt viel zu lang da. Wenn man etwas überkommt, ist es natürlich genial. Dann muss man da nicht eine Stunde lang selber etwas machen. Also ich bin sehr erfreut, muss ich sagen. Grosse Lager, direkter Gehäuseeinlass. Zylinder weiss ich, kommt mir etwas über. Und alles andere bin ich jetzt sehr gespannt. Jetzt hocke ich am Computer und schaue, was man alles überkommt. Und dann würde ich sagen, geht es im nächsten Video weiter. Vielleicht fangen wir dann schon den Aufbau an. Lasst doch mal schnell ein paar Kommentare da. Habt ihr Honda Camino? Kennt ihr das? Oder habt ihr gerade jemanden, wisst ihr gerade, wo man das Zeug bekommt zum Beispiel? Habt ihr selber so einen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit diesen Stühlen? Also Sachen, es würde mich noch wundern, wie verbreitet sind die Honda Caminos noch. Somit würde ich das gerne abschließen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut!